Resonanzpot, wie man das auch nennen will, gekauft. Fans, oh, schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben ein schönes Video heute, das wird Spaß. Was machen wir heute? Wir haben hier meine Tourpony, also meine Tourpug. Ne? Wir wissen schon alle ein bisschen, was da drauf ist. Ne? Ein 70er Kubik, er ist ein bisschen Tuning gemacht am Kolben, Kopf ein bisschen bearbeitet. Ein 15er Bing, weil Verbrauch ist wichtig, wenn man 250 Kilometer Rundfahrt hat zum Beispiel. Ne? Und läuft immer gut. Na, da war immer so eine MLM-Auspuff drunter, aber diesmal habe ich eine PSR eingebaut. Na, und was machen wir heute? Wart mal. Wir haben den billigsten Auslass, Schalldämpfer, Resonanzpot, wie man das auch nennen will, gekauft, die es im Internet zu finden gibt. Wir verkaufen die selber nicht. Wir haben die mal bestellt. Die sind zu haben von 39 bis 42 Euro. Viele Webshops haben die. Na, und dann haben wir gestaunt, weil das sieht eigentlich ganz sportlich aus und ganz ordentlich, ne? Und dann fragt man sich vielleicht ein bisschen, hey, wenn die Dämmwolle nicht mehr gut ist, ne? Wenn die ganz absorbiert ist, ne? Wie macht man das raus? Das ist zugeschweißt und das ist Stahl, das ist kein Alu. Naja, gut, okay, da kann man noch absägen, wieder zuschweißen. Ist natürlich nicht logisch, ne? Ja, diese Bügel zum Einbau, ja, ach, ich weiß nicht. Tailpipe hier, das Teil hier, 7, 8 cm, das hört sich gut an. Ziemlich schmal, ein bisschen zu dünn also. Aber weiter, boah Mann, das Ding sieht sportlich aus. Lack ist eigentlich gut für diesen Preis. Das hier ist Stahl und dann sandgestrahlt und dann ein bisschen lackiert. Aber dann kommt's, ne? Wenn man hier reinguckt, da sind keine Löcher im Dämpfer. Und in das Rohr in Mitte. Und da haben wir gedacht, wie dämmt das Ding? Na, wir zeigen das gleich noch im Close-Up. Aber wenn man hier reinguckt, dann sieht man hier eine mechanische Dämpfung. Also wie bei einer Puch MV zum Beispiel. Da ist so ein, ja wie sagt man das, ein runder Dämpfer eingebaut mit ein paar Röhrchen. Aber dann denkt man, also man hat einen Resonanzpot mit einem Schalldämpfer, aber das hat keine Funktion. Dämpfung ist hier in Mitte. Ja, also was machen wir heute? Wir machen jetzt eine Prüffahrt mit meinem Setup. Also RSL 15er PSR mit Übersetzung und das ist auch noch wichtig, 1548. Wieso fahre ich immer 48? Dann schleift die Kette nicht so schnell hier im Rahmen. Dann hat man etwas mehr Raum. Na, also fahren wir jetzt, dann kommen wir wieder zurück hier. Dann baue ich diese Auspuffdämpfer ein und dann sind wir sehr gespannt, wie es dann läuft. Der billigste Dämpfer im Internet zu finden. Also bis gleich. Ich nehme meinen Helm und wir fahren los. Bis gleich.
71 und gerade wieder zurück. Mal schauen, was es macht. Ja, hopp. Okay, 72 Jungs. 72. Also Jungs, ihr habt das alle gesehen, ne? 72 km/h. War ein bisschen am Ende der Straße. Das war auch ziemlich gut, was ich eigentlich erwartet habe. Man sieht auch bei einer P6, dass es von unten herum natürlich etwas weniger Dampf ist, statt eine, oh, mein alter Auspuff, statt eine MLM Silent Ninja. Die ist von unten aus stärker. Aber mit dieser Auspuff und diesem Setup läuft es etwas 2-3 Kilometer langsamer. Also die Höchstgeschwindigkeit mit dieser Auspuff ist etwa 69 bis 70 und ja, mit einem Homewert bekommt man da 3-4 Kilometer dazu. Das ist immer so, aber ein bisschen schlapper unterherum, da kann man natürlich mit Kupplung, dass man etwas mehr Schlupf drauf macht und dann ist das Problem eigentlich weg. Mache ich hier nicht, weil das ist meine Tourmofa und ich will ein bisschen bequem fahren. Also von unten aus ein bisschen stärker, ohne dass diese Kupplung so hoch eingreift, ne? Weil das ist einfach nicht so gemütlich fahren. Ich finde, wenn ich fahre, dann wollte ich immer ein bisschen ruhig fahren, ein bisschen relaxed natürlich. Ne? Also gut, was haben wir jetzt? Ich habe hier bereits eine Klammer drauf gemacht. Na, und dann kommt noch eine Story. Das hat der Jan Willem gestern noch gemacht, unsere Techniker, der auch schweißen kann. Das ist eine Originalkrümme von einer Puchmaxi in 28 mm, ne? Die wir eigentlich bei unserer RS-Zigarre verkaufen, nur nicht in Chrom. Na, die Flansch, oh, der musste echt richtig umgeschweißt werden. Na, und dann noch etwas, da haben wir eigentlich noch kein Video drüber, das ist eine lange Jan, also eine lange Jan. Wieso haben wir das eingebaut? Ja, weil Montagepunkt hier stimmt nicht überein mit Montagepunkt am Auspuff. Aber da haben wir diese Lösung und das sind diese lange Jan, die kann man verstellen, die kann man ein- und rausschieben, die kann man natürlich nach vorne und nach hinten einstellen, die kann man noch umdrehen. Also wenn du einen Auspuff hast, der eigentlich nicht passt, dann ist so ein Teil, so eine lange Jan mit einer, zum Beispiel eine Schelle, ist eigentlich der Lösung. Du siehst es gleich, wir haben das bereits natürlich mal eingebaut, diese Auspuff, weil ja, ich will hier nicht den ganzen Tag schweißen und dann wird das Video viel zu lang. Also ich baue jetzt unsere PSR P6 baue ich aus und dann baue ich diese ein. Gleich wieder zurück, mal ein bisschen Werkzeug. Ich brauche nicht viel. Schlüssel 10, 13 und hier noch Schlüssel 13. Tada! Fertig. Also, was erwartet ihr? Schreibt das einfach hier in die Kommentare. Wir haben das noch nicht gestartet. Also, wir wissen echt nicht, wir haben das nur mal einmal eingebaut. So, dass das alles hier ganz nett passt natürlich. Das war ein mit der Schweißen dabei, eine halbe Stunde, 3/4 Stunde Arbeit. Es sitzt ein bisschen nach außen jetzt, aber was ich verspreche, wenn das hier ziemlich leise ist, wir haben unsere Dezibelmeter, haben wir dabei. Wir machen noch einen Vergleich zwischen unsere, da haben wir im Shop, oder Stein? Ja. Kameramann ist das, ne? Also ich glaube, die sind im Stand um die, weißt du das Stein, zufällig? Wie viel dB war das? Rund die 70? Die Dezibel bei unserer PSR P6. Ich mache meinen Helm wieder, laufe mal nach außen, ich starte das außen, weil vielleicht macht es viel Lärm. Aber vielleicht ist es leise, vielleicht ist es langsam, aber vielleicht ist es schnell. Wenn das alles leise und schnell ist, dann nehmen wir eine Produktion und dann machen wir diese auch bei uns im Programm. Also, wir sind gespannt. Ding nach unten. Und starten wir einfach.
Na, Jungs, da geht es. 3, 2, 1. Oh! Nou. Nou, das ist eigentlich nicht schlecht. Klingt auch gut. Oh je, wenn das nun nicht schneller ist als unsere PSR. Na, ist noch ein kalter Motor, also ich stelle das wieder ab. Oder soll ich mal warten, bis es warm ist und dann Dezibelmeter? Klingt eigentlich nicht schlecht, ne? Ist nicht zu laut. Jetzt noch mal sehen, wie schnell es geht. Okay Jungs, Puchfans, alles installiert. Wir haben unsere Geschwindigkeitsmesser drauf. Wir haben GoPro, dreht bereits. Ich starte und wir fahren. Dann bin ich sehr gespannt. Jungs, das ist nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. 64 wieder. Also Jungs, das war mit Wind entgegen und Wind in die Rücken. Also Puchfans, das war nicht schlecht. 64 km/h. Also, da kommt man natürlich 6 km/h. Ist es weniger als unsere PSR P6. Ist auch logisch, wenn wir gleich wieder zurück sind, dann zeige ich noch ein paar Probleme, die mit dieser Auspuff los sind. Und das finde ich eigentlich nicht so gut. Daher fahre ich belasse meine GoPro an, aber daher finde ich es eigentlich nicht so eine gute Auspuff. Also ich fahre zurück mit 40 km/h, ist mir mehr als genug. Und ich zeige gleich wieso. Bis gleich Jungs. Ja, Puchfans, ich fahre jetzt wieder ein bisschen ganz langsam eigentlich wieder zum Geschäft. Aber kann ich schon ein bisschen bemerken am Motor. Es wird zu heiß. Und ich finde das ein bisschen ein Risiko. Also ganz langsam fahren wir wieder zum Geschäft. Das ist der Stein, unsere Kameramann. Da haben wir die Zeit, die Sonne scheint. Ich kann die Probleme schon hier ein bisschen zeigen. Ich denke nicht, wir müssen das reinfahren unbedingt. Und ich denke, ihr könnt es auf die Kamera auch so ein bisschen erkennen, Jungs. Wenn man unsere Krümmer nachsieht, und dann bin ich echt glücklich, dass es nicht passiert ist mit meinen Zylinder und so weiter. Man sieht hier echt eine unglaubliche Verfärbung. Und wenn es so etwas passiert, und ich bekomme diese Frage auch manchmal, und ich habe das auch schon ein paar Mal erklärt, dann ist es etwas los, entweder mit deiner Zündung oder eine zu kleine Düse, weil das hier ist ein Hitzeproblem. Gut, ich weiß, mit einer PVL auf 1.5 eingestellt und meine Vergaser- und Zylinderkombination, die sind absolut gut abgestimmt. Also Düse 68 ist absolute Klasse für dieses Setup, mit egal welche Auspuff ich fahre. Entweder mit MLM, entweder mit einer Homewet,
Aber mit dieser mechanischen Dämpfung, das ist eigentlich keine Resonanzdämpfer, Jungs. Eigentlich ist es jetzt eine normale Dämpfer, die aussieht wie eine Resonanzauspuff. Und man sieht hier all diese Blister, also die Lack hier, die brennt eigentlich weg. Das passiert bei einer Homewear oder einer schwarz lackierten Auspuff eigentlich nie. Ja, es brennt weg beim Krümmen, aber das ist logisch. Wenn es dann auch noch nicht gut abgestimmt ist, dann ist das doppelt so schlimm. Aber hier, wenn das hier brennt, da baut sich hier Hitze auf. Hier sieht man fast nichts. Also gut, Konklusion. Läuft eigentlich sehr ordentlich. Auch Anzug oder Drehmoment ist eigentlich, naja, ordentlich. Nicht schlecht. Speziell nicht für diesen Preis. Würde ich das kaufen und damit fahren? Nimmer, niemals. Weil, ich habe das schön gehört am Teich, ihr habt das auch gehört an meiner Kamera. Diese Zylinder hat es echt schlecht jetzt. Wenn man viele Rundfahrten macht, Jungs, nee, für mich nicht. Ich hoffe, es war Spaß. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, weil wenn das so billig ist und dann auch noch sehr gute Leistung hat und leise ist und so weiter und so weiter. Aber man sieht es, wenn es so billig ist, Jungs, es ist eigentlich nichts. Also, vergesse nicht zu abonnieren. Wir müssen nach den 9000 und danach zum 10.000 Subscriber. Und schreibe, wenn du Fragen hast, das einfach hier in die Kommentare oder schreib eine E-Mail an info@puchshop.de. Vergesse nicht den Klingel zu drücken, dann bekommst du eine automatische Notifikation, wenn eine neue Video online geht. Und dann sehen wir einander das nächste Mal. Ciao!